Hallo, ich bin Justin, Azubi von IPC Computer und in diesem Video stellen wir euch heute die Lenovo Thunderbolt 4 Docking Station vor. Wir haben hier die neuen Thunderbolt 4 Docking Stations aus dem Hause Lenovo. Thunderbolt 4 ist zurzeit das stärkste Schnittstellenprotokoll auf dem Markt. Neben der regulären Docking Station bringt Lenovo dieses Jahr auch wieder eine neue Workstation raus. Das ist diese hier. Und in diesem Video zeigen wir euch beide Produkte. Einmal die Gemeinsamkeiten sowie die Unterschiede und auch die Kompatibilität zu den Notebooks und sowie auch für welche Docking Station ihr euch am Ende entscheiden solltet. Also wir packen jetzt mal noch kurz den Port Replica Card zusammen aus. Mal schauen, was drin ist. Also einmal die Anleitung von der Universal Dock Thunderbolt 4. Dann haben wir einmal dabei ein Stromkabel. Genauso wie ein Netzteil, das packen wir mal kurz zusammen aus. So, das ist ein 135 Watt Netzteil. Packen wir mal noch kurz die Docking Station gemeinsam aus. So, da seht ihr kurz einmal die Frontanschlüsse, genauso wie die hinteren Anschlüsse. Und zuletzt ist zu der Docking Station auch noch das benötigte Thunderbolt 4 Kabel, das man hier an dem Blitz und an der 4 erkennt. Also wir haben jetzt hier nochmal die andere Docking Station ausgepackt, die Thunderbolt 4 Workstation. Die zwei Unterschiede, die es hier gibt, ist einmal das 300 Watt Netzteil, was auch hier im Lieferumfang enthalten ist. Sowie was aber auch anders ist, das Splitterkabel. Was das Besondere dazu ist, einmal das Thunderbolt 4 Kabel alleine ermöglicht Laden mit 100 Watt. Wenn euer Gerät aber mehr Power benötigt, dann müsst ihr es über den Splitter verbinden, genau mit dem hier. So, dann erklären wir euch mal noch kurz die zwei Docking Stations. Im Grunde genommen haben beide dieselben Anschlüsse. Beide haben links einen Kensington Dock, besser gesagt zwei. Vorne haben beide einen 3,5 mm Kopfhörer sowie auch Mikrofonanschluss, einen USB-A 3.2 Gen 2 Anschluss und sowie einen USB-C mit Ladefunktion. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu der Rückseite. Wir haben drei USB-A 3.2 Gen 2 Anschlüsse. Einer davon hat eine Ladefunktion. Dann haben wir noch einen Ethernet-Anschluss, 1 Gigabit pro Sekunde, ein HDMI-Port mit 2.1, zweimal DisplayPort mit 1.4, ein weiterer oder besser gesagt ein zusätzlicher Thunderbolt-Port. Hier haben wir nochmal einen Thunderbolt-Port, wo das Notebook angeschlossen wird, sowie eine externe Stromversorgung. Für die erfolgreiche Verbindung benötigt man nur das eine Thunderbolt 4 Kabel, welches man an das Endgerät anschließt. Hierüber werden dann sowohl die Daten übertragen als auch das Gerät aufgeladen und mit Strom versorgt. Hat man allerdings ein leistungshungriges ThinkPad zum Beispiel aus dem Businessbereich mit mehr als 100 Watt Leistungsanforderungen, dann macht die Workstation Dock Sinn. Was wir noch kurz dazu erwähnen wollen, dieser Anschluss mit dem Splitterkabel ist nur für ausgewählte ThinkPad-Modelle vorgesehen. Als allererstes gibt es hier natürlich Thunderbolt 4 und alles, was damit verbunden ist. 40 Gigabit pro Sekunde Datenübertragungsrate über das beigelegte Kabel, 100 Watt Charging über dasselbe Kabel, Rückwärtskompatibilität mit Thunderbolt 3 sowie aktuellen USB-Protokollen über USB-C mit eingeschränkter Funktionalität. Jede Display-Anschlussmöglichkeit ist individuell anwählbar, bedeutet man kann mindestens 3 Monitore anschließen oder mit dem zusätzlichen Thunderbolt 4 Port sogar 4 Monitore. Die maximale Auflösung beträgt 8K 30 Hz oder 4K 60 Hz. Zu der Thematik haben wir euch in der Beschreibung die Videomatrix von Lenovo verlinkt. Da könnt ihr, falls ihr ein ThinkPad nutzt, nochmal genau nachsehen, wie ihr euer Setup konfigurieren könnt. Am allerbesten funktioniert die Docking Station im Zusammenspiel mit Geräten, die von einem Intel-Prozessor der 11. oder 12. Generation angetrieben werden. Mit dieser CPU ist die Nutzung der Intel Active Management Technology zur Fernwartung möglich. Was viele Kunden auch nicht wissen, obwohl sie so viel Geld für eine Docking Station bezahlen, dass man über diesen Knopf, wenn man länger hält, das Notebook ausschalten kann, auch im zugeklappten Modus.
Die universelle Thunderbolt 4 Dock von Lenovo können wir jedem empfehlen, der ein Thunderbolt 4 fähiges Gerät hat. Sobald euer Notebook über 100 Watt braucht, empfehlen wir euch die Workstation Dock. Auch aufgrund des Steckers oder des Splitters ist die Dock sehr speziell und deshalb passt sie nur an gewissen ThinkPad-Modellen. Wenn ihr euch hundertprozentig sicher sein wollt, dann sucht euer Modell bei uns im Online-Shop und schaut nach, ob die Dockingstation bei eurem Modell hinterlegt ist. Wir haben jetzt hier noch kurz einen kleinen Test gemacht mit einem MacBook, weil Lenovo gibt vor, dass es nur mit dem Betriebssystem Windows funktioniert. Wir haben es jetzt getestet, mit dem Thunderbolt 4 Kabel funktioniert das auch mit macOS.